Es war einmal der Herrscher der Savanne, ein mächtiger und majestätischer männlicher Löwe. Das Alter zerrt am Körper, Zähne fallen aus und Krallen werden mit der Zeit stumpf. Da es sein Territorium nicht mehr verteidigen konnte, wurde es von seinem Rudel aus seinem früheren Territorium vertrieben. Es wanderte allein durch die weiten Graslandschaften und lebte in Einsamkeit und ständigem Hunger. In seinen letzten Tagen konnte es nur noch kleine Beute jagen oder auf unerwartete Gelegenheiten warten. Eines frühen Morgens entdeckte es ein verlorenes Rehkitz, das zitternd im goldenen Gras lag. Langsam und geduldig schlich es näher, jeder Schritt so leicht wie ein Windhauch. Es wartete auf den richtigen Moment, sprang auf und stürzte sich mit letzter Kraft auf das Rehkitz. Das Rehkitz schrie vor Schmerz und sein Schrei hallte durch den stillen Morgennebel. Plötzlich tauchte am Waldrand eine Herde erwachsener Hirsche auf, deren Augen voller Wut waren. Sie rannten nicht weg, sondern näherten sich und umringten das Raubtier, das das Rehkitz festhielt. Ein Hirschbulle griff an, seine Hörner zielten direkt auf die Flanke des alten Löwen. Es taumelte, brüllte vor Schmerz und versuchte, seine Beute auf seinen zitternden Beinen zu halten. Ein weiterer Schlag auf die Schulter ließ es das Gleichgewicht verlieren und zu Boden fallen. Das Rehkitz stand auf und rannte davon, die ganze Herde griff weiterhin denjenigen an, der es wagte, ihresgleichen zu berühren. Es versuchte zu brüllen, doch es kam nur ein heiserer Laut der Verzweiflung zum Echo. Schließlich ließ es seine Beute im Stich und kroch unter Schmerzen und Demütigung aus dem Gehege. Blut sickerte aus seinen Wunden, sein Rücken war gebeugt, jeder Schritt schleppte sein Leben dahin. Es verließ die Wiese, ohne zurückzublicken, und hinterließ die vorsichtigen Schritte eines Hirsches. Der alte Löwe wurde von einer Gruppe Tiere besiegt, die seine Beute waren. Die Sonne stand hoch am Himmel, der Löwe wanderte weiterhin ziellos durch die kargen Felder. Es bemerkte nicht, dass es sich dem Rand der Stadt Loxton näherte, in der Menschen lebten. Die ruhige Straße wurde plötzlich belebt, als ein dünner Löwe mitten auf der Straße auftauchte. Die Leute gerieten in Panik und rannten davon, doch einige junge Männer standen einfach nur da und sahen zu, ihre Gesichter voller Neugier. Die Wildheit war verschwunden, zurückgeblieben war nur ein abgezerrtes Aussehen, ein zerzauster Bart und müde Schritte. Es blickte gelegentlich auf und seine Augen starrten ausdruckslos in die Ferne, als suchte es nach einem Ausweg. Die Menge dahinter beobachtete schweigend, verängstigt und erstaunt das sterbende Fabelwesen. Es hielt vor einer Tierarztpraxis, die voller Bilder von Hunden, Katzen und Kleintieren war. Mit einem leisen Knurren kam es herein und seine Krallen kratzten leicht über den kalten weißen Fliesenboden. Ein Mädchen namens Mira, das darauf wartete, dass ihre Katze untersucht wird, schrie, als sie den Löwen hereinkommen sah. Die beiden Mitarbeiter hinter der Theke, Daniel und ein Assistent, waren für einige Sekunden fassungslos. Daniel beruhigte sich schnell und signalisierte Mira mit der Hand, zurückzutreten. Mira schlich auf Zehenspitzen ins Hinterzimmer und machte Platz für den Löwen und das Personal. Daniel zeigte mit dem Finger auf das Tier und schrie mit zitternder Stimme, doch er wagte es nicht, sich dem wilden Tier zu nähern. Die Assistentin rief den Ranger an. Ihre Hände zitterten, als sie die Nummer wählte, während ihre Augen noch immer auf den Löwen gerichtet waren. Der Löwe ließ sich schwer auf den Teppich fallen, keuchte, die Zunge hing heraus, er war erschöpft und hilflos. Alle drängten sich durch die Hintertür, die aus Sicherheitsgründen von außen verschlossen war. Im Zimmer war jetzt nur noch der alte Löwe, dessen Blick gelegentlich über die Tierbilder schweifte. Es hatte nicht mehr die Kraft zu knurren, es keuchte nur noch und schloss die Augen. Draußen versammelten sich die Menschen und warteten gespannt auf das Eingreifen der Ranger. Die Autohupe ertönte und 3 Ranger kamen herein, angeführt von Tabo, einem erfahrenen Veteranen. Tabo sah den Löwen an, seine Augen waren eher von Mitleid als von Angst oder Verachtung erfüllt. Er ordnete keine Narkose an, sondern nur eine Fixierung, da der Patient völlig erschöpft war. Das Netz wickelte sich um den Löwen, dieser wehrte sich nur leicht und gab dann auf und ergab sich seinem Schicksal. Sie stellten es in einen Eisenkäfig hinten im Wagen und die Leute applaudierten, als der Wagen wegfuhr. Das Auto fuhr Richtung Süden, in Richtung des Shamwari Wildlife Reserve, einem Schutzgebiet für gefährdete Wildtiere.
Tabo saß im Auto daneben und ließ das zusammengerollte Tier im Käfig nicht aus den Augen. Bei der Ankunft wartete das Veterinärteam bereits und bereitete den Operationssaal und die medizinische Ausrüstung vor. Sie legten den Löwen auf den Tisch, betäubten ihn leicht und begannen mit einer eingehenden Untersuchung. Der Chefarzt schüttelte den Kopf, als er die Zähne sah, von denen fast keines mehr intakt war. Sein Kiefer stand hervor, sein Zahnfleisch war geschwollen und es war offensichtlich, dass er seit Tagen nichts gegessen hatte. Sein Körper war abgemagert, sein Fell zerzaust und die Wunde vom Hirschblut blutete noch immer. Sie führten einen Ultraschall und Bluttests durch und legten dem Löwen noch am selben Abend eine Infusion. Tabo stand vor dem Glasraum, schaute durch die Tür und umklammerte seinen Hut. Nach einigen Stunden verkündete der Arzt, es ist zu alt und in der Wildnis kaum überlebensfähig. Ein anderer Arzt flüsterte, vielleicht ist es deshalb gekommen, um Menschen zu finden. Der Satz ließ alle verstummen, als ob alle etwas sehr Tiefgründiges empfänden. Sie spritzten zusätzliche Medikamente, reinigten die Wunden und nähten die Risse. Ein medizinisches Personal legte eine dicke Decke über seinen Körper und wärmte ihn mit einer Wärmelampe. Unter dem zotteligen Fell steckt noch immer das Herz eines ehemaligen Königs. Kurz darauf folgte ein kurzes Treffen zwischen Rangern und der Leitung des Shambhari-Reservats. Alle waren sich einig, lasst es nicht wieder im Wald frei, sondern lasst es den Rest seines Lebens in einem sicheren Gebiet verbringen. Sie bauten eine große, überdachte, beheizte Scheune mit ständiger Kameraüberwachung. Der Löwe wurde Quasi genannt, was in der Landessprache der Tapfere bedeutet. Quasi wird täglich untersucht und isst weiche Nahrung, die für seinen schwachen Kiefer geeignet ist. Die Ranger kümmern sich abwechselnd darum und sprechen mit ihm wie mit einem alten Freund. Tabo war ein häufiger Besucher und trug immer ein sorgfältig verpacktes Tuch bei sich. Quasi verließ die Ecke seines Käfigs kaum und hob nur beim Klang vertrauter menschlicher Stimmen den Kopf. Es schreit nicht mehr, sondern verbringt einfach still seine letzten Tage als geliebtes Wesen. Jeder Tag, der vergeht, ist ein Tag, den es wahrhaftig leben kann, unter Menschen, nicht mehr allein. Eines frühen Morgens wachte Quasi nicht wie an jedem anderen Tag auf, das Sonnenlicht schien auf seinen stillen Körper. Tabo schwieg, als er es sah, dann senkte er den Kopf und flüsterte einen letzten Gruß. Sie begruben Quasi unter einem großen Baum im Heiligtum, einem friedlichen Ort inmitten der goldenen Graslandschaft. Auf der kleinen Stele steht, Quasi einst ein König, starb er in den Armen der Menschen. Und die Legende vom alten Löwen auf der Suche nach Gnade wird in Loxton noch immer erzählt. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.